Bigger than all my mountains, God. There is nothing so great your love can conquer. You are powerful, you can change everything in a moment. Am Anfang war das Wort. Das Wort war mit dem Herr im Himmel. Das Wort ist unser Herr Jesus Christus. Willkommen zur Acknowledgement Ministry. Ich bin Minister Olivia Leinberger, eine predige Prophetin. Acknowledgement Ministry ist eine geistliche Ministry, stammend von unserem Herr Jesus Christus Geist in mir. So der Heilige Geist lehre ich, so lehre ich euch. So der Heilige Geist spricht in mir, so offenbar ich euch. Deswegen, ich sage wir. Weil ich bin in Jesus Christus, Jesus ist in dem Vater, Jesus ist in mir und Jesus ist in euch. Das Leib Jesus Christus. Wir lieben den Vater im Himmel, den Sohn, der Heilige Geist, der eine wahre Gott. Wir lieben uns, weil das ist die Liebe unserer Vater für uns. Wir lieben die Welt, weil der Vater liebt die Welt und hat uns seine Liebe in unsere Herzen gegeben, die Welt zu lieben. Ohne Liebe. Die Menschen können Jesus Christus in seiner Gemeinde nicht sehen. Ohne Liebe. Wir können nicht den Bund der Gerechtigkeit erfüllen. Ohne Liebe. Wir haben nicht das, was kommt von dem Vater. Liebe einander. Das ist die Worte unserer Herr Jesus, in dem wir leben, in dem wir laufen. Amen. Unsere Lehre dieses Mal heißt die Liebe des Heiligen Geistes. Die Liebe unserer Vater ist zu uns gekommen. Unser Vater im Himmel, Sohn, sein einziger Sohn. Jesus' Leben war gegeben für uns, dass wir ewige Leben haben. Nicht nur uns, wir haben den Heiligen Geist in uns. Aber dieses Leben ist auch für diejenigen, wir hatten noch nicht, aber wir wollen nicht Buße tun. Und komm zu dir. Komm zu dir. Weil wir wissen, dass manche haben nicht Jesus in der Innenmensch des Herzens. Der Herr liebt euch, will, dass euch Buße tun. Komm zu ihm. Glaub an den Sohn. Das ist der Weg zu dem Vater im Himmel. Amen. Lasst uns beten.
Himmlischer Vater im Himmel, wir bedanken uns für diese Gnade, was du uns schenkst. Ewige Leben durch Jesus Christus, dein Sohn, unser Herr, unser Führer, unser Gott. Wir bedanken uns für die Liebe, das du uns geschenkt durch Jesus. Nicht nur für uns wir sind gerettet, aber für die Welt. Wir müssen auch erkennen, die Wahrheit ist unser Herr Jesus. Er ist deine Liebe. Er ist Gott. Vater, mögen die Menschenherzen geoffen sind, Jesus zu annehmen und Buße zu tun, dass die auch deine Liebe in sich empfangen kannst, Jesus Christus. Wir bedanken uns für die Gnade, was du uns schenkst, täglich. Deine Gnade ist das, was gibst uns, so überwunden, das, was die Welt gibt. In Jesus' Namen. Amen. Geliebte Brüder und Schwestern, ich bedanke mich dem Herrn, unser Herr Jesus Christus, indem ich lehre und diene. Die Ehren gehört unserem Vater im Himmel. Amen. Der Herr liebt euch. Ich liebe euch. Wir lieben uns. Und wir lieben die Welt. Das ist die Liebe unserer Vater für alle Menschen in der Erde. Wir waren einmal die Kinder der Welt. Wir sind gerettet und unser Leben befindet sich in Jesus Christus. Aber diese Liebe, was wir empfangen haben, müssen wir der Welt zeigen. Dass die Welt kann Jesus Christus in uns sehen. Wie wir unseren Vater im Himmel, unser Herr Jesus, der Heilige Geist, der Gottheit unserer Vater liebt und ihr seht von seiner Gnade für uns und für alle. Willkommen zu Jesus. Amen. Manche unter euch, wir sehen diese Lehre, was stammen vom Königreich unserer Vater im Himmel, durch seinen Geist, Jesus in mir. Manche haben nicht die Wahrheit. Manche haben keine Lied. Manche wissen nicht, dass die sind die Kinder der Welt, für wem Jesus Christus gestorben hat, aufgestanden ist, dass euch ewige Leben haben kannst in ihm, so wie uns. Wir sind gerettet durch die Gnade unserer Vater, Jesus Christus. Amen. Gott liebt euch. Buße tue, glaubende Sohn, komm zu ihm. Euch wird gerettet und Lied haben. Er ist das Lied. Amen. Der Heilige Geist ist der Herr. Sein Geist ist der Vater in uns. Unser menschlicher Geist befindet sich in Jesus Geist. Der Geist Jesus ist der Geist, in dem wir das geistliche Leben haben. Er ist der Vater, der spricht zu seinen Kindern durch Jesus Stimme. Deswegen, wir teilen mit der Welt, wem Jesus ist. Weil wir wollen, dass die Welt Buße tut. Komm zu unserem Herr Jesus, dass die gerettet wird und ewige Leben haben durch ihn. In Jesus' Namen predigen uns, reden uns über unseren Vater im Himmel. Amen.
Meine scharfen Ohren, meine Stimme. Johannes 10, Kapitel 27. Die geistliche Gemeinde hören die Stimme Jesus Christus. Für diejenigen, die verstehen nicht. Was bedeutet das? Die geistliche Gemeinde hören die Stimme Jesus Christus. Gottes Gemeinde ist nicht ein Gebäude. Die Welt nennt die Kirche die Gebäude. Gottes Gemeinde sind die Menschen, die sind gerettet durch Jesus Christus, weil die haben geglaubt an den Sohn Gottes. Die geistliche Geburt, das ist der Grund, wieso wir sind. Die geistliche Gemeinde, wir hören seine Stimme. Das bedeutet, wir hören, was die Menschen kommen nicht zu ihm, mit reiner Buße nicht hören können. Die Stimme Jesus Christus ist unser Vater im Himmel, war Rede zu uns durch seinen Sohn. Der Heilige Geist in uns ist der Königreich unserer Vater im Himmel. Er bringt das Königreich in unseren menschlichen Körper. Unser Geist befindet sich in der Geist Jesus Christus. In ihm haben wir das ewige Leben, nicht getrennt von ihm. So wenn der Geist Gottes sagt zu uns, bleib in meine Liebe. Die Liebe, das Heilige Geist, Liebe, was stammen von unserem Vater für uns. In seiner Gegenwart zu leben, ihm zu dienen, für ihn zu leben in dieser sichtbaren Welt, dass die Menschen seine Lied sehen kannst durch seine Kinder, dass die hören kannst, Zeugnis, was die Herr für uns getan hat. Dass die sehen, es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung ist nicht das, was man sieht in der sichtbaren Welt, sondern die Hoffnung der Welt ist Jesus Christus. Amen. Die Stimme des Geistes ist Jesus Worten. Er ist der Vater, als er ist der Sohn und der Heilige Geist. Der Vater spricht zu seiner Gemeinde durch Jesus. Jesus ist sein Wort. Sein Wort ist Leben und Geist und Lied. Lied ist Wahrheit. Wahrheit ist Christi. Ohne Jesus, die Menschen haben keine Lied. Gottes Lied ist das Leben. Wir brauchen Jesus Geist in unserem Körper, für das ewige Leben zu haben. Die Menschen sind nicht auf sein Geist, sind in Fleisch. Der Geist des Geistes für den Menschen willen sind in Fleisch. Das menschliche Verstand ist der Welt. Wir hören viele Reden über die Welt. Wie böse die Welt ist. Die sehen die Finsternis in dieser Welt. Die Taten, was die Menschen rausholen aus dem Herzen. Diese Taten stammen von den Menschen, die sind auf der Welt und nicht befreit durch Jesus Christus, weil die glauben nicht oder haben nicht Buße getan. Aber der Herr liebt die Menschen. Jeder Wahr kommt nicht zu Jesus, sind die Welt. Deswegen der Vater hat gesagt zu Johannes, in Johannes 3, Kapitel 15 und 16. Der Vater sagt, weil er die Welt so sehr liebt, hat er sein einziges Sohn gegeben. Für dich
für mich, für sie, für die Junge, für die Alte, für die Baby, für die Menschen, die sind noch nicht geboren in der Erde. Wenn der Vater redet von der Welt, redet von der fallen Generation, Adam und Eva, Kinder, durch die Sünde. Die Welt ist das Fleisch. Und das Fleisch dient der Bund der Sünde. Und die Menschen, die leben in dem Fleisch, sind die Menschen, die sind in der Welt. Die Taten sind Finsternis. Finsternis, was die Menschen rausholen und bringen in die physische Welt. Wir waren einmal die Kinder der Welt. Wir waren Sklave, der Bund der Sünde, in das Geist des Geistes, wo die Wörter, was wir hören und dienen in unserem Verstand, war die Wörter, was stammen von Lucifer, der Bund der Sünde. Wir preisen den Herrn. Der Herr ist gut. Wir sind im Geist. Wir wissen, wem Jesus ist, wem der Vater ist, wem der Heilige Geist ist. Wir lieben Jesus. Amen. Das Leben auf dem Fleisch ist das, was dient dem Böse. Die Menschen, die leben in dem Fleisch, sind die Menschen der Welt. Wer kommt nicht zu unserem Herr Jesus? Manche wird vielleicht kommen, manche nicht. Aber wir wissen nicht, wenn wir zu dem Herrn kommen. Aber wir hoffen, dass die ganze Welt wird Buße tun und Jesus annehmen. Amen. Der Geist des Geistes, es koordiniert das physische Leben. Es gibt die sündige Begierde. Der Geist des Geistes ist mit böse geistige Wörtern. Das ist nicht Gottes Willen. Für die Schaffung in dem Fleisch zu leben, sondern in Jesus Geist. Versteht euch das? Diejenigen, die haben noch nicht Buße getan. Oder vielleicht willst du nicht, weil du glaubst nicht. Aber wir haben Geist Jesus in uns. Wir wissen, es ist Wahrheit. Menschen, die haben die Führung des Geistes, können nicht Gott gefallen. Der Grund ist die Feindseligkeit. Die fleischlichen Menschen sind Feindschaft. Unser Herr und unser Gott. Jesus und der Vater, der Heilige Geist, sein Königreich in Himmel. Die Heilige Schrift hat uns die Wahrheit gegeben, dass wir sind gerettet, wir waren einmal Feinde unserer Gott, in unsere Gedanken und in unsere Herzen, weil wir waren Kinder der Welt, wir dienen dem Fleisch und das Fleisch dient dem Bund der Sünde. Das ist Lucifer Wörter. Das war in meine Gehirn, meine Herzen, deine Gehirn, deine Herzen. Und das ist das, was die Menschen, die leben in Fleisch, dient. Der Gesetz der Bunde.
ist in der Geheim der Menschen. Und die Menschen sind nicht befreit, weil die glauben nicht. Die kommen nicht zu Jesus. Manche haben Ausrede, warum die können noch nicht. Denken nicht, dass Zeit gehört der Herr. Und die Menschen leben in der physischen Erde, leben in Zeit. Aber Gott gehört Zeit. Amen. Ich hoffe, dass euch haben nicht Jesus Christus Geist wissen warum. Euch muss Buße tun. Umkehren. Glauben ihm. Such ihn mit ganzem Herzen. Bereue die Sünde. Dank darüber. An das Wort Gottes. Manche Säckler glauben, die haben gesagt, Gott hat keinen Sohn, die Islam. Die Rede von Abraham. Und der Vater im Himmel hat Abraham dieses Zeugnis gegeben von seinem Sohn, wird eines Tages kommen und für unsere Sünde sterben. Reformiert Glauben, Säckler Glauben, Rede von der Schrift, aber dienen dem Fleisch. Säckler Glauben, verstammen von dem Fleisch. Die Menschen Gehirn, Menschenwissen, Menschengeist ohne Wahrheit. Wir haben in der Erde viele verschiedene säkuläre Glauben, aber Glauben, was die Menschen denken, aber nicht das, was der Vater will für uns. Der Vater, hat gesagt, sagt, suche ihm seine Gerechtigkeit, seine Königreich, alles andere, wird geben. Wird euch geben, die Lied, die Wahrheit, die Führung in Ewigkeit durch seine Wort, Jesus Christus in uns. Manche lehren zwei verschiedene säkuläre Doktrinen. Von diesen zwei, die nehmen einen Glaube, weil die glauben an beide. Es gibt manche Orte, wo der Herr mitgeschickt hat und offenbar sumiert, dass die dienen nicht seinem Geist, dass die Prediger, was die geben, stammen nicht von seinem Geist, Jesus in mir. So viele suchen das, was die Welt gibt, dienen der Welt und denken, die dienen der Herr. Alle haben nicht die Führung der Heiligen Geist und hat nicht Gottes Wort in sich. Gibt es die Führung? Haben nicht Jesus. Wenn Jesus ihr redet und führt, du kannst nicht dem Menschenwillen dienen. Weil der Königreich ist gegeben zu unseren menschlichen Herzen, der König im Himmel zu dienen. Der Bund der Gerechtigkeit und nicht die Sünde. Und wenn die Menschen sagen, die dienen Jesus mit säkulärer Lehre, säkulärer Glauben und dienen dem Fleisch, die haben nicht die Wahrheit. Die haben nicht die Liebe. Die Welt erkannt religiös Glauben als das, was stammen von Gott. Weil manche nehmen die Bibel ohne die Liebe. Diese Lehre von dem Königreich Himmel. Weil Gott hat die nicht ausgewählt. Diese Irrtum, diese Straftaten gegen den Vater im Himmel
wird durchgeführt durch Menschen, weil wir wollen nicht, dass Gott die Herrschaft haben über die Menschen und ihrem Leben. Irrtum, Satan Welt, Satan Lehre, seine Lauf ist gegen die Wahrheit, weil die Wahrheit ist Gott. Amen. Weil die Menschen haben nicht die Wahrheit, die folgen nach dem Fleisch. Weil die Prediger haben nicht die Liebe, die führen die Menschen in Finsternis. Die reden von der Bibel. Manche nicht, die haben das, was die glauben, die Bibel, was die selber erfunden. Nero und Konstantin, die waren nicht von Gottes Geist. Die waren die Machthaber, die sichtbare Welt. Die haben alle Religionsdoktrine die Freiheit gegeben, dass die Menschen können glauben an das, was sie wollen glauben. Bis heute, diese Reglement ist in der sichtbaren Welt, in der Erde. Die Dominion Erde, was der Herr den Menschen gegeben hat, Adam und Eva, Kinder. Dieses Land, die Menschen in dem Land, die führen Reglement gegen den Herrn im Himmel. Machthaber in der Erde, in unserer Zeit. Die nehmen das, was die wollen, von der Bund der Sünde. Einheit gegen den Herrn, weil die glauben nicht an Jesus Christus. In mir, in dir, die Gemeinde war hörend die Hörstimme. Umkehre, Machthaber und Buße tun. Der Herr spricht und ihr sagt, dass seine Heiligkeit in der Erde die Menschen, die missbrauchen, seine Ehren, weil die glauben nicht, die dienen Satan und nicht ihr. Umkehre, der Herr rede in mir und durch mich. Der Herr liebt uns, die Menschen, so der Herr sagt uns, liebe nicht die Welt. Weil diejenigen sind gerettet und haben das geistliche Leben in Jesus Christus. Wir hören, was der Vater spricht in uns. Wenn der Vater redet von der Welt, ihr redet von dem Fleisch. Ihr redet von dem Verstand. Was der Verstand gibt uns. Was stammen von der Bund der Sünde. Satan Königreich ist die Finsternis, was wir sehen in dieser Welt. Die Welt ist in dem Menschengehirn. Der Verstand ist die Welt. Alle Ideen, was die Menschen haben, nehmen raus in Einstimmung gegen den Heiligen Geist, ist auf Satan, und das sind die Kinder, Wardinen, der Böse. Umkehren. Von Machthaber zu der kleinen Mann und der kleinen Frau war sagen, ich habe keine Bedeutung in dieser Erde, keine Stimme, kein Recht. Der Herr will, dass du weißt, seine Königreich existiert und seine Kinder, die predigen seine Worte in Wahrheit und in Liebe. Amen. In 1. Johannes 2, Kapitel 15 und 17
Durch Johannes, der Heilige Geist hat ihm diese Warnung gegeben für uns, die Gemeinde. Und jede wahrhabe nicht die Wahrheit. Der Vater sagt, lieb nicht die Welt und das, was dazu gehört. Wer die Welt liebt, in dessen Herzen gibt es keine Liebe zu Vater. Die Welt ist ihr viel von der Gier, der Treibe und Sinne, von der Gier der Augen, Perl mit Geld und Macht. Das alles kommt nicht von Vater, sondern gehört zur Welt. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Wer aber tut, was Gott will, wird ewig leben. Verstehst du das? Weil wir wissen, gibt seinen Geist in mir, in seine Kinder. Erzählt uns die Wahrheit. Dieser Geist ist Jesus. Ist Elohim. Ist, ich bin, wem ich bin. War Rede durch seine Kinder. Unsere Stimme hat uns gegeben. Seine Wahrheit zu offenbaren. Die Welt, die Ehre nicht. Der Heilige Geist, die Schrift, unser Vater im Himmel. Die Blindheit, der stammt von Satan, ist die Blindheit, was führt die Menschen ohne sein Geist. Umkehre Menschen der Welt, vom Makaber zu der Kleine. Such ihm, weil der Herr, will euch retten, wenn euch kommt zu Jesus und glaubt an seine Bund. Die Liebe zu dieser Welt ist das, was gibt der Böse in dem Menschenleben. Wir sehen die Scheidungen. Wie viele Menschen leiden unter den Taten, was wir sehen in dieser sichtbaren Welt. Wie viele verfaulen in Versammlung, weil die dienen dem Fleisch, dienen Menschen und nicht der Heilige Geist. Kennen nicht die Wahrheit, suchen nicht die Wahrheit, aber sagen, die haben die Wahrheit. Rede von der Welt, aber verstehen nicht, dass der Verstand ist die Welt. Die Sündigen, was wir sehen, in Versammlung, wo die Menschen sagen, die sind frei und die sind nicht von der Welt. Aber die Sünde sind die Taten, was offenbar die Finsternis, dass euch wahrhaben nicht Jesus, sind nicht frei. Die Scheidungen ist es, weil die Menschen lieben die Welt und nicht der Herr. Manche von uns sind Christen, wir sind gerettet und unser Geist befindet sich in Jesus Geist. Wir haben bekommen in unser inneren Mensch, das Herzen, den Bund der Gerechtigkeit. Weil wir haben das Königreich, unser Vater im Himmel in uns, sein Geist in uns ist das Königreich. Wir können nicht nach der Welt leben. Wir können nicht glauben, das, was die Menschen ohne die Wahrheit glauben. Wir können nicht dienen dem Fleisch, weil wir wissen, dass das Fleisch stammt von der Welt und hat den Bund der Sünde. Satan, seine Gedanken und Regeln für die Menschen, wir sind unter dem Bund der Sünde. Scheidung gibt's
unter uns, wir sind befreit. Weil wenn eine lebt in Jesus und kann nicht gehen nach der Welt, der andere war leben in der Weltgeist, sucht nach der Welt. Wir können die nicht geben, das was die wollen. Sonst wir werden sündigen gegen unseren Vater und den Bund der Gerechtigkeit. Wenn ein Mensch das ewige Leben bekommen hat in Jesus Christus, du musst der Herr folgen, egal was. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Die Heilige Schrift ist Wahrheit. Jesus sagt, wenn du liebst, Mutter, Vater, Ehemann, Ehefrau, Kinder, mehr als ich, du bist nicht würdig, in mein Königreich zu eintreten. Wenn eine erkennen, wer Jesus ist, die haben diese Frucht in dem Herzen von der Herrn. Die Welt, die haben nicht die Ehrfurcht von unserem Vater. Keine Angst in den Herzen. Die Sündige, die leben nach der Sündige. Die suchen religiöse Doktrine, säkular Glauben, weil die wollen nicht die Wahrheit haben. Jesus Christi, der einzige wahre Gott und die Worten unserer Vater im Himmel. Weil der wahre Christ kann nicht nach dem Gesinnten leben. Diejenigen, die wollen nicht, der Herr begehrt die Welt. Weil das Fleisch dient der Weltgeist in Gehirn. Die führen zur Auseinandersetzung. Die Geliebten Jesus können nicht in der Welt leben. Die Welt ist nicht auf dem Herrschaft unserer Herr, sondern Lucifer. Sein Worten wird gedient. Die Begierde auf dem Fleisch ist die Weltlichkeit. Die Weltlichkeit ist das Benehmen auf den Menschen, wir sind nicht auf Christi Geist. Weltlichkeit ist das Benehmen auf sündige Menschen. Die Sünde reflektiert den Weltgeist. Der Weltgeist ist der geistliche Lauf Lucifer. Das ist seine Benehmen, seine Wegen. Es ist Lucifer rebellious, rebellisch, Gedanken. So die Menschen der Welt waren dienende Fleisch und sind in Fleisch. Die leben ein rebellious Leben, unser Vater im Himmel, gegenüber. Die Menschengehirn wird geleitet bei dem Geist des Geistes, die dienen die Worten, was die hören, in Verstand, oder die Worten, was andere sprechen. Die Menschen verdienen nicht Gottes Geist, dienen Satan Geist. Die sind die Kinder, wir müssen Buße tun. So Jesus komme für die Freiheit und ewige Leben. In mir, was ich höre, ist das, was der Vater spricht zu mir und durch mich. Der Vater sagt zu mir, ich kann nicht die Welt lieben und in ihm bleiben. Er sagt, wenn du gibst dein Herz an die Welt wird deine Herzen nehmen. Das ist das Leben, was wir sehen in dem physischen Leben. Die Menschen suchen nach der Welt, weil die Welt ist im Gehirn.
Der Verstand gibst dir diese Worte, was die machen sollen. Die Augen suchen nach anderen, was die haben in dieser Welt und wollen dasselbe. Alle irdische Sachen, temporale Sachen, die Menschen wollen das sammeln, aber nicht das ewige Leben, nicht die geistlichen Sachen, was stammen von unserem Vater Geist im Himmel. Irrtum ist das. Die Gier bringen hinein das menschliche Herzen, die Böse. Die Böse sind auf Lucifer Willen. Menschlichen Geist dient sein Geist. Der Geist des menschlichen Herzens nehmen auf, die Worte von das Gehirn aufzudienen. Diese Worte nehmen den Menschen in der Leistung des Fleisch. Der Fleisch dient dem Weltgeist. Das Gesetz der Sünde ist Satan Gesetz. Das reflektiert die Finsternis in der Erde. Diese Finsternis stammen von den Menschen, war sein Sklave, so sein Geist, seine geistlichen Wörter führen die Menschen, der Verstand gibt den Menschen, der Böse zu dienen. Diese bösen Wörter ist die bösen Taten, was den Menschen dienen. Menschen dienen Wörtern. Wenn der Vater Geist spricht in mir und ich höre Jesus Stimme, der Herr sagt, gehorsam zu meinen Wörtern. Wenn ich nicht gehorsam zu meinen Vater Wörtern in mir, dann bin ich gehorsam zu das, was ich höre, in Verstand oder das, was jemand anderes spricht zu mir. Menschen dienen Wörtern. Die Menschen waren dienende Fleisch, dienende Bund, die Sünde. Die sündige Wörter ist das Benehmen, was reflektiert Adam und Eva Leben. Diejenige war befindet sich in Jesus und dienende Wort des Heiligen Geist, Leben reflektiert die Heiligkeit unserer Vater im Himmel. Es reflektiert das Lied Jesus. So da ist ein Unterschied zwischen den Menschen, die sind befreit und haben die Freiheit in Jesus Christus, wir stammen von seinem Geist. Als Menschen wir haben, die religiös Glauben, wir versammelt sich entweder in einer Versammlung, wo die sagen, es ist der Glauben, Jesus Christus, aber haben nicht den Heiligen Geist oder die Führung des Heiligen Geist. Diese sind die Christen, wir stammen von der Weltgeist. Nicht Jesus war Führer, sondern der Bund der Sünde. So wir sehen die Sünde in Gemeinde. Aber viele wollen nicht, dass die Menschen ihre Seelen von der Sünde, was sie sehen, die wollen, dass alle wird akzeptiert als Gottes Leib. Das ist nicht wahr. Das ist Lucifer Gemeinde. Ohne Lied, ohne Wahrheit. Wer dient seine Wörter und nicht die Wörter, der Heilige Geist. Der Geist Gottes für die Gemeinde war stammen von Jesus Geist. Der Bund der Gerechtigkeit zu erfüllen durch Gehorsam zu dem Heiligen Geist und Liebe. Die Liebe Jesus Christus in mir ist der Grund, warum ich predige, was der Herr mit lehre. Weil der Herr euch liebt, sagt mir, rede meine Worte. Keine Einversuch zu predigen, was andere Prediger predigt. Der Prediger der Welt predige
was Menschen lehren. Aber Gottes Kinder, die predigen, was der Heilige Geist lehrt. Viele reden vom Geist, aber haben nicht die Heiligkeit unserer Vater. Weil die dienende Fleisch sind nicht berufen oder gesendet vom dem Vater im Himmel Geist. So die Predigt, Botschaft geht die physische Sache, in das physische Leben, aber ihr Seelen vom dem ewige Leben. Derjenige, wer will das ewige Leben, muss gehorsam zu Jesus Stimme, muss Buße tun. Es muss wirklich jemand wahr sein geboren von Gottes Geist. Und weil der Bund der Gerechtigkeit ist geistlich, es ist Jesus in uns, wer sprechen wird, unser Vater im Himmel. Wir müssen gehorsam zu unserem Gott in uns. Wer spricht zu uns? Die Gottheit ist der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Buße tun, predige die Welt ohne Wahrheit, ohne Liebe. Du führe Menschen in Finsternis und Menschen haben nicht die Befreiung, dienen, was euch predigen. Diese sind die Menschen der Welt, wer folgen noch der Lehre der Welt. Säkular Glauben ohne Wahrheit. Geh in verschiedene Richtungen, verschiedene Glauben. Die sehen es, aber die denken, es ist Wahrheit und es gefällt dem Vater im Himmel. Weil das Sabbat, die nehmen von der jüdischen Reglement und der neue Bund. Wir sehen, dass die Menschen, die dienen dem Fleisch und nicht der Heilige Geist. Aber wir sehen in verschiedenen Richtungen, wo säkular predigen wird gelernt, dass die Menschen, die dienen, was die Menschen lehren, aber nicht der Heilige Geist. Weil Gottes Geist führe die Menschen, den Vater im Himmel zu dienen und nicht die Menschen verreden, sondern ihr selber. Amen. Weil die Menschen haben nicht die Wahrheit, sind nicht befreit. Die dienen dem Gesetz, dem Bund der Sünde. Wir sehen die Taten gegen den Vater, Heilige Geist im Himmel. Die wollen, dass wir denken, wir sind ein Leib, der Leib Jesus Christus. Das ist nicht das, was wahr ist. Gottes Kinder können kein säkular Glauben, weil die hören das Wort Gottes geistlich in der Inneres des Menschen, weil die hören der Vater verrede zu den Kindern durch sein Wort Jesus in uns. Die ehrende Menschen bringen die Menschen Satan zu dienen, aber die ehren der Heilige Geist gibt's ewige Leben. Amen. Isaiah waren vor unserer Generation. Das Geist unserer Vater hat ihm offenbar, was muss geschehen zu sein Sohn Jesus Christus. Gleichzeitig der Vater Geist hat offenbar so Isaiah die Hoffnung, was die Menschen der Welt werden haben in Jesus Christus. Diese Hoffnung ist das neue Gesetz, was unser Herr Jesus wird bringen in den Menschenherzen und den Menschen führen durch seinen Geist. Der Bund
die Gerechtigkeit zu erfüllen durch die Liebe. Die Liebe unserer Vater ist seine Gegenwart, war Leben in seine Kinder. Das ist das, was der Herr wollen für alle Menschen der Welt. So erkennen, dass seine Königreich ist geistlich, weil er ist sein Geist und sein Gesetz ist geistlich. Und die Menschen können nicht ihm gefallen, weil Leben in dem Fleisch. Weil das Fleisch dient, das geistliche Gesetz, der Bund der Sünde, die Wörter, was euch hören, die Wörter, was wir sprechen, sind Geist. Der Bund der Sünde sind die böse geistliche Wörter. Der Bund der Sünde sind die geistlichen Wörter gegen den Vater, Königreich, gegen unseren Herrn, Jesus Christus. Macht die führende Macht in dieser Welt. Aber der Herr, ihr führende Macht, Ewigkeit, durch seine Kinder. Er erzählt uns, wir müssen die Wahrheit predigen. Amen. In Jesaja 9, Kapitel 5 und 6. Diese Liebeswort hat der Vater gegeben an Jesaja. Dann ein Kind ist geboren. Der künftige König ist uns Geschenk. Und das sind die Ehrennamen, die ihm gegeben werden. Der umsichtige Herrscher, mächtige Held, ewiger Vater, Friedenfürst. Seine Macht wird weltweit und dauerhaft Frieden wird einkehren. Er wird auf dem Thron David regieren und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben, weil er sich an der Rechtsordnung Gottes hält. Der Herr, der Herrscher der Welt, hat es so beschlossen und er wird es tun. Hat euch das verstanden? Was der Vater Geist an Jesaja gesagt hat, diese Botschaft, was ist in der Heiligen Schrift? Der wahre König, er ist würdig, dass wir ihm dient, in Wahrheit, in Lied und in seinem Geist. Das Leben auf der Erde ist vorübergehend. Die Menschen gehen und ihr schafft neues Leben und ihr füllt die Erde. Die Menschen muss erkennen, wem Jesus Christus ist. Er ist Gott, der ewige Vater, der Friedenfürst. Sein Königreich regiert für alle Ewigkeit. Er sitzt an der Thron David. Er wird kommen wieder. Wenn wir diesen Körper verlassen, jede Knie muss vor ihm beugen und jede Zunge muss bekannt geben, dass er ist dem Herrn. Amen. Das ewige Leben ist ein Geschenk von dem Vater im Himmel. Das Gesetz von dem Vater im Himmel zu erfüllen. Er hat Jesus gesendet. Der Bund Moses. So der Bund Moses konnte den Menschen
nicht retten, weil die haben die Tiere Blut. Diese Blut war eine Symbole für das Blut unserer ewige König, Jesus Christi. Er ist heilig, er ist rein, er ist Wahrheit, er ist Licht, er ist das Leben, er ist das Wort. Unser Vater im Himmel ist er. Amen. Islam, du hast nicht die Wahrheit. Katholisch, du hast nicht die Wahrheit. Reformiert, du hast nicht die Wahrheit. Alle säkuläre Glauben, was stammen vom Fleisch, haben nicht die Wahrheit. Sucht das Königreich und die Gerechtigkeit. Der Vater, er wird euch vergeben. Alle Menschen mit Aberglauben, Irrtum, Tradition, reden zu böse Geistern und sagen, die gibt's dir Frieden und Segen. Das ist Satan, seine Kinder, seine Rede, seine Führung, seine Glauben, seine Gedanken für euer Leben, weil er will, dass euch ihm dient, ihm glaubt, am Finsternis und nicht Licht. Amen. Die Worten, was die Menschen wahr sind in Jesus Geist hören, ist die Stimme Jesus. Die geistliche Worten ist das Königreich Gesetz. Das Gesetz ist der Gesetz der Gerechtigkeit. Die Gemeinde Gottes muss folgen nach dem Gesetz der Gerechtigkeit. Die Gemeinde Gottes ist nicht auf der menschlichen, geistlichen Wahrnehmung. Wir können nicht auf unseren Verstand verlassen. Der Menschengeist ist ihr neu in Jesus Geist. Unser Geist ist ihr neu in Jesus Geist. Wir sind vom Gottes Geist geboren und haben Jesus Stimme in uns. War gibt's die Wahrheit zu uns? Es geht nicht um eine Menschenversammlung in einem Gebäude. Wir sagen, wir sind Christen, wir sind die Gemeinde Jesus Christus. Es geht um jede einzige von uns. Wir hören seine Stimme. So wenn der Herr sagt, du bist meine Geliebte, du bist mein Kind, du hast meine Wörter in dir, mein Königreich ist in dir. Der Vater war sagt, lass mich alles, was du brauchst. War sagt, ich bin. War sagt seinen Namen. Elohim, der allmächtige Gott. Ich bin, ich war und ich komme wieder. Jesus in mir, in dir. Das ist das. Was machst du? Eine Christ. Nicht die Welt glauben oder säkular glauben, was Menschen reden. Menschen ohne Lied folgen nach Menschen. Aber der wahre Christ folgt nach Jesus Stimme. Amen. Manche von meinen Brüdern und meine Geschwistern, das sind Kinder des Liebes. Wir sind in Versammlung, dienen die Prediger und nicht die Wahrheit. Aber umkehren. Der Herr will, dass euch Buße tut und umkehren. Dank an ihm und das ewige Leben, was er euch geschenkt hat, durch Jesus Christus. Dien ihm und nicht Fleisch. Amen.
Wenn die Menschen wahrhaben, das geistliche Leben in Jesus, meine Bruder, meine Schwester, ich, wenn wir folgen nicht nach der Stimme, der ein einzige wahre Gott, und folgen nach der Stimme des Fleisch, vielleicht ist es nicht nur dein Verstand oder meine, aber die Wörter, was andere Menschen sprechen, was sagen, die haben, die wissen, wie die eine Gemeinde, eine Säkler Glauben führen müssen. Wenn du nimmst deine Herzen vom Geist und dienen Menschen, du kannst nicht mehr die Wahrheit hören. Das führe zu Tod, geistliche Tod, falsche Lehre, was Menschen sprechen, ist für uns zu glauben, dass, weil Jesus hat für uns gestorben, wir haben das ewige Leben. Einseitig, das ist wahr. Aber wir müssen auch etwas tun. Nicht der Leistung des Fleisches, sondern wir müssen dem Heiligen Geist folgen. Dienen der Geist unserer Herr durch Gehorsam. Einstimmig zu seiner Wille, seine Pläne für unser Leben. Der rebellious Geist ist der Geist der Welt. Und die Kinder wollen nicht seine Regeln mit. Amen. Sei nicht albern. Und folge nach der wahren Gottstimme. Amen. Die Gemeinde ohne Wahrheit sind Lehrer ohne Jesus Geist. Menschensammlung ohne Wahrheit ist auf Teufel Geist, geistliche Wahrnehmung. Der geistliche Lauf ohne Jesus Führung ist auf Lucifer Gemeinde. Die Gemeinde ohne geistlichen Wahrheit ist mit religious doctrine, stammend von dem menschlichen Wissen. Johannes 8, Kapitel 12. Jesus spricht weiter zu den Leuten. Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Was der Vater zu mir gesagt hat. Er sagt, zu leben, du musst lieben das Licht. Weil er ist das Licht. Wir können nicht wollen ewige Leben und Lehre, falsche Doktrine und denken, dass es Gott will. Wenn Gott euch nicht gesendet hat, euch dienen nicht der Herr Satan, geistlicher Lauf. Und Menschen, war glauben an Säkler glauben, egal wie du nennt deine Doktrine, wenn es ist nicht von der Heilige Geist. Es stammen vom menschlichen Wissen, eine Leistung des Geistes. Menschen sagen, dass die Bibel, die Heilige Schrift, ist für Inspirationen, für Doktrine. So die nehmen das und entwickeln viele verschiedene Doktrine mit Tradition. Ritualen. Aber die Wahrheit ist, was der Vater sagt zu mir, euch seid nicht seine Gemeinde. Seine Kinder haben das Königreich in sich. Und er führt die Kinder. Und sein Geist, die Salbung, lehre uns die Wahrheit. Wir sind gesendet, weil sein Heiliger Geist hat uns ausgesucht, rausgeholt von dieser Welt. Offenbar sich zu uns. Mit Zeugnis hat er abgegeben. Das andere war Sinn von seiner Gemeinde, die geistliche Gemeinde in Jesus Christus. Kann sagen, Vater hat gesagt, du hast diese dient. Aber wir selber hören die dient von unserem Vater im Himmel. Ihr tun, was euch tut. Umkehren und sucht den Herr in Wahrheit. Amen. Der Welt brauchen das Licht Jesus Christus.
Dieser Lied ist das Lied, von wem die Menschen abgetrennt sind in Eden. Adam und Eva Generation. Der Welt brachen das Lied, Jesus Christus. Dieses Lied ist das Lied, von wem die Menschen abgetrennt sind, die Mensch abgetrennt sind in Eden, Adam und Eva. Dieses Lied war weggenommen und die sind rausgeschickt aus Eden, aus der Gegenwart unserer Vater im Himmel, Jesus Christi, ist Gott. Durch die Liebe unserer Vater im Himmel, hat sich selber hingegeben für uns durch den Sohn, dass wir Menschen ohne Lied kein Lied haben. Für uns zu haben, dieses Lied ist Liebe, ist Gnade, was der Vater uns geschenkt hat. Und dieses Lied ist für jede, die Kinder der Welt. Genauso waren wir. Glaube an Jesus Christus. Verlasst alle diese säkularen Glauben, was bringt euch nicht in seine Königreich. Weil die Heilige Schrift ist Wahrheit. Seine Königreich ist in unser menschlichen Körper, wo unser Geist ist in ihm. Alle hier. Jesus Christi, das Wort, das ist ihr. Amen. Im Himmel, Gottes Worten wird gesprochen. Worten von sein Gesetz, die Gerechtigkeit ist der Bund auf allerhim Königreich. Der Vater will ist für die Erde so einstimmig mit Königreich Himmel. Vor dem Mensch gegen ihn gesündigt hatten. Adam und Eva haben vor dem Mensch gegen ihn gesündigt haben. Adam und Eva, die haben das Gesetz der Gerechtigkeit vom dem Vater bekommen. Die Sünde gibt dir das Gesetz. Die Sünde, Satan, sein Gesetz. Der Gesetz der Bund der Sünde ist auf der Macht der Finsternis. Satan, Königreich auf der Erde. Die Gemeinde der Welt ist auf seinem Geist, wo Menschen wissen, wird gepredigt und nicht das Wort verstanden vom Gottes Geist. Das Gesetz der Sünde ist das, was gibt religiös Glauben. Doktrine stammen vom dem menschlichen Wissen. Die wahre Religion ist nicht vom dem Fleisch. Es ist der Glauben an den Königreich Himmel. Durch den Glauben in Jesus Christus und folgen nach seiner Stimme. Die Gerechtigkeit unserer Vater wird gedient und unser Geist wird ewige Leben haben in ihm. Das ist die Wahrheit. Menschen ohne Lied sind Menschen mit säkular Glauben und Doktrine. Wir folgen nach den Menschen wissen, aber nicht die Wahrheit. Die Wissen verstanden von dem Heiligen Geist. Jesus in mir und in dir. Gemeinde, der Leib Jesus Christi in Wahrheit. Menschen dienen in säkular Glauben, Versammlung ohne die Wahrheit, viele Gemeinschaft, aber nicht mit dir, Herr. Viele Lehre ohne geistliche Wahrheit, weil die Lehre stammen von Menschen ohne Jesus Geist. Wo Menschenehre wird vorgezogen,
aber nicht die Menschen, die Heiligen Geist ausgewählt haben. Menschen war dienen ohne den Heiligen Geist, ist nicht gegeben zu dienen bei dem Herrn. Dies sind unter der Gesetz der Sünde. Religiöse Lehre ist auf der Welt Gemeinde, wo Menschen gehen ohne das Königreich Himmel in das Inneres des Herzens. Die Heilige Schrift offenbart die Doktrin, verstammen von Menschen und nicht von Gott, als Satan seine Lehre. Der Menschen wahrhaben die Wahrheit und sind gesendet durch den Geist Gottes, haben die Königreich-Botschaft verstanden von aller Himmelehre, als er spricht zu seinen Kindern durch seine Wort, Jesus Christus in uns. Amen. Gott sagt zu mir, die sind Satan-Gemeinde, die haben nicht seinen Geist, der Welt haben nicht die Ehrfurcht von ihm und lehre Satan-Botschaft. Er sagt, dass die Welt ist gegen das Königreich Himmel und Jesus. Die fruchte ihm nicht in ihrem Herzen. Ein Gedicht, der Vater Geist in mir, seine Wörter hat mitgegeben. Ich habe aufgeschrieben, alles, was der Vater mir sagt. Das Gedicht heißt, ich bin. Ich bin, wem ich bin. Das Wort, das war. Ich bin, wem ich bin. Das ewige Leben. Ich bin das ewige Vater. Ich bin derjenige, der spricht zu dir. Komm zu mir, nimmst meine Gnade an. Trink von meinem Geist, das Wasser ist Leben. Er ist die Quelle, das Leben. Du suchst mich nicht. Du liebst mich nicht. Du hast keine Gedanken über mich. Du suchst die Welt und folgst nach Satan Welt. Du kehrst nicht zurück. Dein Willen ist dein Vater Lucifer nachzufolgen. Kehr zurück. Ich bin dein Retter. Wer ruft nach dir? Kehr zurück, Kinder der Welt. Kehr zurück. Ich bin Jesus, wer spricht. Nimmt an meinen Geist, es ist Leben. Such meinem Willen, in dem ist Leben. Nimmst meinen Geist in ihrem Herzen. Lied ist mein. Wahrheit ist mein. Wahrheit ist mein Worten. Such mich und du wirst meine Lied haben. Lied ist das Leben. Der ewige Lied ist das Wort. Das Wort gibt's mir zu sprechen zu den Menschen der Welt. Das Lied ist Liebe. Das Lied ist Hoffnung. Das Lied ist der Herr Gott Allmächtige, der spricht in mir. Der Vater, er redet in mir. Er sagt, er liebt euch. Euch müssen umkehren, Buße tun, in Versammlung der Welt. Predigen ohne ihn ist nicht wahr. Sein Lied ist Jesus. Jesus, er ist Herr. Er kommt wieder, sagt er zu mir. Und er sagt, ich muss euch erzählen, das, was er spricht in mir.
Vater, gib's mir zu sprechen. Sag, ich bin Elohim, dein Vater. Sag zu mir, Jesus, ich muss gehorsam zu ihm. Sag, ich bin, ich war, ich komm wieder. Das sagt ihr zu mir. An dem Nacht, kommt zu mir in den Wind. Ich höre den Wind, aber ich sehe nicht. Aber seine Stimme höre ich, wie spricht zu mir. Sagt, du bist meins. Ich bin in dir. Sein Geist führe mich und rede durch meine Lippen. Gott sagt, der Machthaber, die nehmen regelmäßig gegen seine Gerechtigkeit in der Erde. Buße tun, umkehren. Die Menschen folgen nach der Regeln, was Menschen gibt, Barführer in der Erde. Aber sein Geist, seht alle Gedanken in den Menschen, Inneres des Herzens, umkehren und komm zu ihm, Kinder der Welt. Sein Gnade ist offen. Sein Lied, warte euch. Sein Liebe wird euch retten. Wird mit dem Wasser des Lebens eure Herzen reinigen. Komm wieder zu mir, sagt Elohim, versprich in mir, durch Jesus sein Wort. Amen. Ich bedanke mich, heiliger Vater im Himmel. Ohne deinen Geist, ich könnte nicht machen, die Sache, was du mir gegeben hast. Du hast mich ausgewählt, gesendet, deine Botschaften zu ihr Seelen, ohne Angst, im Glauben, dass dein Wille muss geschehen durch mich in der Erde. Ich bedanke mich, heiliger Vater, in Jesus' Namen, für deine Liebe und Gnade. Amen. Menschen der Welt, der Herr will, dass euch Buße tun und umkehren. Gemeinde ohne die Wahrheit war Prediger Lüge. Ihr will, dass euch umkehren und ihm suchen. Eure Sünde, ihr wird vergeben. Kinder, das Lied, bleiben Jesus und dienen dem Königreich unserer Vater im Himmel, in Wahrheit. Euch Wissen, ihr existiert, ihr führt euch bei seinen Worten. Ihr seht die Wahrheit, weil ist die Wahrheit. Euch sind Kinder, war stammen von seinem Geist. In Jesus lebst du, dien ihm. Amen. You are bigger than all my mountains, God. There is nothing so great your love can